Heute nehme ich euch mit hinter die Kulissen bei einer Podcast-Aufnahme auf einem Boot und ich zeige euch, welche Technik ich da verwendet habe. Ich hatte einen Monat vor dem Aufnahmetag eine Mail von meinem Kunden Frank bekommen, dass er mit seinem Unternehmen ein Event plant. Dabei sollen 7 Speaker und die Moderation aufgezeichnet werden, um die dann als Sonderfolgen in seinem Podcast zu veröffentlichen. Der Catch dabei war, dass das Ganze auf einem Boot stattfinden sollte. Also habe ich die Bootsfirma kontaktiert und gefragt, Mensch, wie sieht denn euer System vor Ort aus? Wie sieht es mit Elektronik aus? Brauche ich irgendwas? Oder kann ich mich da gegebenenfalls irgendwo einklinken und wir benutzen die Mikrofone und die Anlage schon vor Ort? Das war auch der Fall und sie haben gesagt, dass ich mich per Cinch an das System anschließen kann. Das heißt, ich habe mir ein Cinch zu XLR-Kabel besorgt im Stereo-Format, weil diese Systeme meistens dann auf Stereo laufen, obwohl das Signal logischerweise über ein Mikrofon in Mono ankommt. Aber das ist bei diesem PA-System ganz normal, weil man ja meistens an mehrere Lautsprecher rausgibt. Und zudem habe ich mich dann auch um einen Recorder gekümmert, der natürlich durchgehend aufzeichnen kann, also eine lange Laufzeit hat und gerne auch 32-Bit Float aufnimmt. Das war in dem Fall jetzt nicht super wichtig, weil das ja eine Funkanlage ist und man dadurch nicht unbedingt die Vorteile von 32-Bit Float ausspielen kann. Aber ich dachte mir, falls irgendwas nicht nach Plan laufen sollte, kann ich aber immer noch ein normales XLR-Kabel an meinen Recorder anschließen und habe direkt 32-Bit Float-Aufnahme. 32-Bit Float ist übrigens dazu da, dass man eigentlich nicht mehr pegeln muss und auch nicht übersteuern kann, zumindest bei analogen Signalen. Also habe ich mich für den Zoom F6 entschieden. Der hat eine extrem lange Batterielaufzeit und generell ist es auch immer mein Go-To-Recorder. Und zudem habe ich auch noch einen Zoom F3 eingepackt, was ja der kleine Bruder vom F6 ist. Gleiche Qualität, aber eine Backup-Lösung dabei zu haben, ist ja nie falsch. Und zudem habe ich auch noch ein paar weitere Kabel eingepackt, damit, wenn ich dann vor Ort bin und merke, Mensch, das ist gar nicht wie beschrieben oder wir müssen doch eine andere Lösung finden, ich dann nicht irgendwie erstmal noch in den nächsten Music Store gehen muss oder ähnliches, um mir noch schnell ein Kabel zu kaufen. Also hatte ich unterschiedliche Adapterkabel dabei, unterschiedliche Recorder und generell möchte ich eigentlich immer mit 3 separaten Setups anreisen. Das heißt 3 Setups, die unabhängig voneinander funktionieren können, dass wenn das erste ausfällt, das zweite einspringt und wenn das zweite ausfällt, logischerweise das dritte als Backup funktionieren könnte. In diesem Fall war also das erste Setup der Zoom F6 mit dem PA-System und als Backup dafür hatte ich den Zoom F3 mit einer eigenen Funkanlage von Sennheiser und dem DPA 4018. Das DPA 4018 ist ein XLR-Mikrofon, was aber eine Kapsel hat, was ich auch auf das Sennheiser EWG4 stecken kann. Das Ganze sieht also so aus, dass ich wie in Redbox Studios Manier einen roten Popfilter mit einer Sennheiser Handkeule hatte. Und tatsächlich kam das am Ende auch zum Einsatz. Darüber sprechen wir aber gleich beim Ablauf. Und neben dem Gaffertape hatte ich noch einige andere Kleinigkeiten dabei. Zum Beispiel ein Taschenmesser oder Ersatzspeicherkarten, weitere Batterien, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Und natürlich auch Kopfhörer. Ich benutze da von Sennheiser die HD 280. Das sind so meine Go-To-Kopfhörer für den Außenbereich. Man braucht ja an sich nicht irgendwas Fancyes, sondern einfach nur etwas, womit man gut das Signal hören kann. Denn als drittes Setup hatte ich die DJI Mics dabei. Ein super kompaktes kleines Set aus 2 Mikrofonen und einem Empfänger, das ich zum Beispiel auch an ein Handy anschließen könnte oder an ein Tablet oder eben auch lokal direkt auf den Mikrofon aufnehmen kann. Die kamen auch zum Einsatz. Denn als Backup-Lösung, die nebenbei die ganze Zeit laufen zu lassen, ist gar keine schlechte Idee. Also habe ich mir einen Sender von diesem DJI-Mic genommen, habe das mit Gaffertape an das Mikrofon geklebt und konnte somit eine doppelte Aufnahme mit einer Handkeule machen. Das heißt, die Speaker hatten die Handkeule in der Hand, ich hatte das Mikrofon so drapiert, dass die ohne Probleme die Handkeule auch noch nehmen konnten. Habe die Aufnahme, bevor der erste Speaker angefangen hat zu sprechen, durchgehend laufen lassen und konnte dann über den Empfänger gucken, ob die Aufnahme noch läuft, ob die Batterie genug Power hat und ob die Speicherkarte nicht schon voll ist. Das heißt, ich habe beide zusammen dann den Speakern in die Hand gegeben und ich musste leider auch auf das Backup von dem DJI Mic
zugreift, denn die Anlage hatte einige Probleme. Einerseits gab es Funkprobleme, weil dann doch zu viele Leute mit Mobiltelefonen und anderen Geräten zwischen dem Empfänger und Sender von der Anlage vom Schiff waren. Und zweitens gab es sogar Stromausfall, das heißt, die komplette Anlage ist ausgefallen auf dem Schiff und dann ist natürlich auch das Signal weg. Meine Technik läuft natürlich auch auf Batteriebetrieb, allerdings, wenn das Mischpult vom Schiff ausfällt, kommt ja auch kein Signal mehr an. Und deswegen habe ich dann in der Pause nach den ersten 4 Speakern schnell mein komplettes System angebracht. Ich habe ein XLR-Kabel bzw. mehrere XLR-Kabel hintereinander durchs komplette Schiff verlegt und habe dann meine Sennheiser EWG4 Funkstrecke mit meinem DPA-Mikrofon angebracht. Das kann natürlich trotzdem noch ausfallen, wenn die Elektronik wieder komplett versagt und es einen Stromausfall gibt. War zum Glück nicht der Fall, aber in diesem Fall hätte ich natürlich auch wieder die DJI-Backup-Lösung gehabt. In Zukunft möchte ich da aber auch nochmal eine Lösung mitnehmen, dass ich dann unabhängig vom Strom vor Ort funktionieren kann. Ich habe aber in der Pause natürlich nochmal mit der Crew gesprochen und gefragt, Mensch, kann das jetzt nochmal passieren oder was war das? Und die haben gesagt, nee, das wird nicht nochmal passieren. Pustekuchen, ganz am Ende ist es dann doch nochmal passiert, aber das war kontrolliert. Also sie haben davor Bescheid gesagt, haben gesagt, okay, das System wird jetzt gleich abgestellt für ein paar Sekunden. Sag mal Bescheid, wann es geht. Das heißt, wir haben gewartet, bis ein Speaker zu Ende gesprochen hat und dann bauen die ja innerhalb der Vorträge auch um und wir konnten kurz mal den Strom kappen. Was ich aus dieser Aufnahme gelernt habe, ist, dass ich noch mehr auf Backup-Lösungen setzen muss. Denn ich hatte eigentlich auch ein Richtmikrofon geplant, was aber nicht rechtzeitig ankam, was dann komplett unabhängig vom Strom per XLR an meinen Recorder angeschlossen worden wäre. Aber dadurch, dass es ja nicht ankam, hatte ich dann trotzdem ja noch 3 weitere Backup-Lösungen oder 3 Lösungen mit dabei. Und deswegen ist die Aufnahme auch ein voller Erfolg geworden. Also ich bin mit der Qualität mehr als zufrieden. Natürlich mit den DJI-Mics ist die Qualität nicht ganz so hoch wie bei den DPA-Mikrofon. Allerdings muss man sagen, besser als gar keine Aufnahme oder besser als die Aufnahme mit den Aussetzern und der Technik von der Crew. Als kleinen Bonus hatte ich übrigens auch noch ein 4. Setup dabei, was aber eigentlich nicht für die Speaker gedacht war. Denn ich hatte einen Yellowtech IXM dabei. Ich weiß, dass der Kunde normalerweise seine Podcasts immer mit einem IXM aufnimmt. Und ich dachte, falls er da vor Ort noch irgendwie jemand extra interviewen möchte in einer stillen Ecke, nehme ich es mal lieber mit. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass der Kunde, der sich um die ganze Veranstaltung gekümmert hat, auch noch sein Mikrofon mitbringt. War aber in diesem Fall nicht notwendig. Das war also mal wieder eine tolle Podcast-Aufnahme mit einigen Herausforderungen, die ich aber dank meiner Erfahrung und meinen Setups ohne Probleme lösen konnte. Wenn ihr also mal in die fertigen Folgen reinhören möchtet, ich verlinke euch den Podcast unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da unten schon unterwegs seid, dann lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin,